Hallo, wenn Sie bei EasyFeedback einen Tarif mit einer Benutzerverwaltung ausgewählt haben, können Sie mehreren Benutzern, Usern, Mitarbeitern Zugriff auf EasyFeedback gewähren und sich hier selber strukturieren. Wir sehen hier auf der linken Seite schon, dass wir unterschiedliche Teams haben. Wir haben ein Marketing-Team, ein HR-Team, wir haben das Marktforschungsteam und das Kundenfeedback-Team. Und wie die Benutzerverwaltung mit diesen Teams zusammenarbeitet, das zeige ich Ihnen jetzt. Als Administrator können Sie hier oben rechts auf Benutzerverwaltung klicken. Und hier haben wir dann auf der linken Seite 3 Bereiche. Das sind einmal Teams, Benutzer und Rollen. Wir fangen jetzt mit den Benutzern an. Benutzer sind hier einmal alle aufgelistet, unabhängig davon, in welchem Team die Benutzer arbeiten. Ganz oben steht immer der Administrator. Wir sehen hier einmal drüber, wo ist der jeweilige Mitarbeiter oder User zugeordnet. Das heißt, auf welche Teams hat er Zugriff. Wir sehen die E-Mail-Adresse, wir sehen den letzten Login. Und wenn wir eine Rolle, ein Pre-Setup an Rechten vergeben haben, sehen wir auch das Badget hier, damit wir das nachverfolgen können. Genau, wenn wir jetzt einfach mal hier oben auf das Dreipunktmenü klicken, bei jedem Mitarbeiter haben wir die Möglichkeit, die Rechte zu bearbeiten oder aber auch die Zugangsdaten erneut zu senden, falls derjenige die nicht mehr hat, oder den Mitarbeiter auch zu löschen. Wir klicken mal auf Bearbeiten, das ist das gleiche wie als wenn wir den Benutzer anlegen. Sie können hier oben die personenbezogenen Daten hinterlegen. Die E-Mail-Adresse brauchen wir auf jeden Fall. Hier können wir ein Preset-Up einer Rolle auswählen oder aber auch die Rechte manuell vergeben. Und da gehen wir jetzt einmal schnell durch. Generell gibt es das Recht, Umfragen innerhalb zugeordneter Teams anlegen und bearbeiten zu können. Ganz klar. Dann haben wir, ob derjenige Vorlagen aus seinen Teams benutzen darf oder Vorlagen aus allen Teams. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter irgendwo eine Umfrage angelegt hat, ist die für alle verfügbar oder nicht, oder dürfen alle darauf zugreifen. Darf die Person auch Vorlagen wieder löschen, auch ganz wichtig, muss löschen. Dann haben wir den nächsten Bereich, Umfragen innerhalb zugeordneter Teams aktivieren. Das heißt, aufbauen ist der eine Bereich, aber Umfragen halt auch scharf schalten, damit es dann auch losgehen kann. Und hier haben Sie die Möglichkeit zu sagen, er darf es eigenständig oder nur nach Freigabe durch eine zweite Person. Freigabeverfahren, das erklären wir Ihnen in einem anderen Video. Und darf er dann auch Umfragen beenden bzw. auch löschen. So, und um noch ein bisschen Sicherheit zu geben in Bezug auf die Ergebnisse, weil da ja auch personenbezogene oder sensible Daten sein können, gibt es noch ein extra Recht, ob derjenige auch Zugriff auf die Ergebnisse der Umfragen hat. Im nächsten Bereich sehen wir einmal Zugriff auf das Result Studio. Das ist jetzt hier für diesen Account nicht freigeschaltet, deswegen sind hier 0 von 0 Benutzer, aber hier drüber können wir das gewähren. Und hat die Person Zugriff auf Mr. Q, unseren Fragebogenassistenten, den sehen wir hier oben. Das kann hier drüber dementsprechend auch gesteuert werden. Dann der nächste Bereich Layouts, darf er Layouts aus den zugeordneten Teams nutzen oder aus allen Teams nutzen. Das heißt, wenn in meinem Team ein Layout angelegt wurde, kann ich das nutzen, weil es in meinem Team ist, oder darf ich alle anderen Layouts aus dem gesamten Account nutzen. Nicht verändern, nutzen. Und hier ist halt noch das Zusatzrecht, Layouts innerhalb der zugeordneten Teams anlegen und bearbeiten. Also darf ich was Eigenes anlegen und bearbeiten und darf es halt auch wieder löschen. Das Ganze dementsprechend auch mit Teilnehmerlisten ist derselbe Mechanismus. Und dann kommen wir weiter in den administrativen Bereich. Darf der User Benutzer anlegen und bearbeiten aus seinen eigenen Teams oder zum Beispiel aus allen Teams? Darf er Teams anlegen und verwalten, grundsätzlich, oder halt auch Rollen anlegen und verwalten? Das sind die Bereiche, die wir hier auf der linken Seite sehen. Als nächstes haben wir einmal die generellen Admin-Funktionen, ob der Bereich freigeschaltet ist für den User. Zugriff auf alle Teams und Umfragen. Das ist ein extra Bereich hier auf der linken Seite in der Übersicht, wo man per Klick eine Übersicht erhält über alle Umfragen, die im gesamten Account angelegt sind. Man muss sich nicht durch die einzelnen Teams durchklicken, sondern hat eine Gesamtoverview, und das ist dieser Bereich hier. Darunter haben wir Suche nach Teilnehmerdaten in allen Teams, das ist ein Datenschutzthema, und Ausführen von Bestellungen. Genau, das sind die einzelnen Benutzerrechte, die bearbeitet werden können. Die können wir, wie gesagt, als Preset-Up einrichten. Das würden wir dann hier auf der linken Seite machen. Das sind die Rollen. Und hier sehen wir ein paar Testdaten, können die bearbeiten, können dem Ganzen eine Farbe geben, Name und eine Farbe geben oder auch als Standardrolle für neue Benutzer definieren.
macht es ein bisschen einfacher in der Vorbereitung, das Ganze. Genau, so jetzt haben wir die Benutzer angeregt, wir haben die Rollen und jetzt wollen wir die Benutzer halt noch dementsprechend zuordnen. Denn grundsätzlich, wenn sich ein neu angelegter Benutzer, das heißt, ich lege einen neuen Benutzer an, klicke auf Speichern, dann werden in dem Moment die Zugangsdaten versendet. Und wenn sich dieser neu angelegte Benutzer in EasyFeedback einloggt, bekommt er nur seinen eigenen Bereich Meine Umfragen. Der User arbeitet noch nicht mit anderen Personen zusammen, hat auch keine Einsicht auf andere Daten oder Umfragen. Er sieht nur meine Umfragen, also seinen persönlichen Bereich. Und um jetzt diese Zusammenarbeit herzustellen oder möglich zu machen, haben wir halt die Teams. Und hier haben wir jetzt exemplarisch 4 Teams angelegt. Wir können natürlich noch weitere Teams anlegen. Und diese Teams, da sehen wir dann halt einmal auch, wie viele Umfragen dem zugeordnet sind. Denn Teams können erst gelöscht werden, wenn die Umfragen aus den Teams entfernt wurden, weil sonst fliegen die Umfragen nirgendwo rum. Und wir können jetzt hier im HR-Team weitere Benutzer hinzufügen. Da klicken wir auf Plus. Jetzt haben wir hier unsere Benutzerauswahl, können sagen, die beiden sollen jetzt bitte noch hinzugefügt werden. Wir sehen sie hier und über Minus können wir die beiden auch wieder rausnehmen. Und das Gute daran ist, dass ein User auch in mehreren Teams gleichzeitig sein kann. Das heißt, Sie können Projektteams erstellen, Sie können kleine Gruppen erstellen, große Gruppen erstellen. Sie können das halt so steuern, wie Sie es einfach brauchen, auch wenn es nur partiell ist, für 2, 3, 4 Wochen und danach wieder rausnehmen. Das ist sehr flexibel gehalten. Dementsprechend auch mit den Benutzerlizenzen. Das heißt, wenn Sie Ihr Kontingent an Benutzerlizenzen haben, können Sie jederzeit eine Benutzerlizenz raus oder einen Benutzer rauslöschen. Dadurch wird nur der Zugang für diese Person gelöscht. Es werden keine Umfragen gelöscht, es werden keine Daten gelöscht oder nichts anderes. Es ist wirklich nur der Zugang für diese Person und dann haben Sie diese Lizenz wieder frei und können die neu vergeben. Genau, das war es einmal zur Benutzerverwaltung und EasyFeedback, wie Sie neue Benutzer anlegen, bearbeiten können, Rollen definieren und das Ganze in Teams strukturieren.